Hallo zusammen, ich bin Simon und ich habe im September 2023 auf meiner Weltreise einen Stopp in Sabah, Malaysia eingeleitet. Ich bin zusammen mit meinem Papi und meinem Reiseplüschtierli hier angereist, um die Partnergemeinde der evangelischen Kirche Thurgau zu besuchen und die Freundschaft zu ihnen zu pflegen. Vor 50 Jahren haben die Rungus, ein Volksstamm aus Sabah, die Basel-Mission nach einem Missionar gefragt. Weil die Schweizer damals sehr missionsfreudig waren, haben sie den Heinrich Honegger, der damals im Thurgau gelebt hat, nach Sabah geschickt. Seither wird die Freundschaft gepflegt. Wir hatten das Privileg, als Gäste vom Bischof verschiedene Ministries von der lokalen BCCM-Kirche zu besuchen. Das sind unter anderem Schulen, wo die Kirche Flüchtlingskindern aus Indonesien eine Schulbildung ermöglichen. Damit schenken sie diesen Kindern eine Zukunft, die sonst sehr aussichtslos wäre. Ein anderes Projekt von der Protestant Church of Sabah ist das Verwalten von Hostels für Teenagers von den indigenen Stämmen, die zu weit weg wohnen, um von die Hause aus als Gimmi zu gehen. Mich hat sehr berührt, wie diesen Jugendlichen ein sehr liebevolles Zuhause kreiert wird, wo ihnen im sonst sehr muslimisch prägten Malaysia auch die christliche Tradition und Hoffnung mitgegeben wird. Ein anderes Projekt von der Basel Christian Church of Malaysia ist eine theologische Fakultät, wo sie ihre eigenen Pastoren bis zum Doktorentitel ausbilden können. Der Campus liegt extrem schön gelegen in den Hügeln von Kota Kinabalu, der grössten Stadt in Sabah. Auf unserer Reise haben uns unsere lokalen Guides immer wieder von ihren Farms erzählt. Ein grosses Thema für die Kirche in Malaysia ist die finanzielle Unabhängigkeit. Viele Pastoren sind massiv unterbezahlt und können kaum von ihrem Lohn leben. Darum haben die Kirchen angefangen, auch in wirtschaftliche Projekte zu investieren, mit der Hoffnung, dass damit Geld reinkommt, wo sie damit ihre Projekte und das Personal finanzieren können. Darum wollen sie jetzt ihr Land wirtschaftlich nutzen und investieren in die Land- und Viehwirtschaft. Malaysia ist ein unglaublich schönes Land. Ich habe in den letzten Monaten vieles von der Welt sehen, aber Sabah hat mich in seiner Schönheit, sowohl Natur als auch Menschen, absolut weggehauen. Es ist geordnet, sicher günstig, aber vor allem auch sehr spektakulär und ein echter Geheimtipp. Mein absolutes Highlight von unseren 2 Wochen in Malaysia war ein Abend, wo wir mit den Jugendlichen aus Kudat, einer Stadt im Norden von Sabah, verbringen konnten. Die Teenies kommen aus einer sehr armen Gegend. Wir hatten die Möglichkeit, ihnen von der Schweiz zu erzählen, in Austausch zu kommen über ihre Lebensträume und zusammen zu tanzen und zu beten. Ich bin auch jetzt immer noch berührt von den Begegnungen mit den Menschen aus Sabah und vor allem mit den Jugendlichen in Kudat, die eine tiefe Sehnsucht in mir hinterlassen haben, um die Freundschaft zu Sabah zu pflegen. Ich glaube, wir als Schweizer können für die Menschen einen echten Unterschied machen. Finanziell, aber auch im Austausch und in der Ermutigung, im Beleben der Beziehung zwischen Sabah und dem Thurgau. Und ganz ein toller Nebeneffekt davon ist, dass es auch uns mega erfüllt und bereichert, gute Freunde am anderen Ende der Welt zu haben.